Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Wir befinden uns jetzt hier kurz vorm Cabo Pulmo Nationalpark oder hier ist die Grenze zu, ich bin mir nicht ganz sicher. Und heute Morgen sind wir schon dort hintergewandert oder den Morgenspaziergang mit Rio und das ist so schön, deswegen gehen wir jetzt nochmal hin und nehmen euch mit und zeigen euch auch dort den Strand. Hier, wo wir stehen, das war ein ehemaliger Campingplatz, der aufgegeben wurde. Warum genau, wissen wir nicht, aber viele Campingplätze hier sind während dem Hurricane vor 4 Jahren aufgegeben worden. Vielleicht ist es auch einer, der dazu zählt. Und wir haben leider relativ viel Wind, deswegen ist das Schnorcheln, glaube ich, nicht ganz so gut. Wir fahren heute noch weiter südlich, noch nach Los Frailes und dort soll man auch gut schnorcheln können, aber es ist alles natürlich abhängig vom Wind. Was aber besonders schön ist, ist hier die Wasserfarbe. Es ist alles schon sehr türkis am Rand. Mit einem Allrad könnte man auch hier hinter an diese einsame Bucht fahren. Hier sind zumindest überall die Spuren. Jetzt dreht natürlich der Wind auf, wenn ich reinspreche. Aber ja, ohne Allrad geht es nicht, weil zwischendrin schon 1, 2 weiche Sandstellen sind. Und ich meine, der Kies müsste gehen, aber der weiche Sand wäre unser Ende. Heute Morgen war hier ein Jeep mit 2 Hängematten, wo die drin geschlafen haben. Das ist auch so cool. Wobei wir nicht wissen, wo die festgemacht wurden, weil hier überall nur Büsche sind. Der Nationalpark Capo Pulmo ist seit 1995 ein nationaler Marinepark und hier befindet sich auch das älteste Korallenriff der lediglich 3 Korallenriffe von Nordamerika. Das Korallenriff hat zwischen 1997 und 2003 fast 50% der Korallenpopulation verloren aufgrund von Hurricane und den El Niño-Ereignissen. Also den Wetterphänomenen, die es hier im Westen der USA und Mexikos gibt. So, und jetzt geht es auf das Endstück, auf den Aussichtspunkt am Ende der Bucht zu. Muss mal hier kurz den Hang hochgehen, also vor mir den Hang. Und dann kann man in die nächste Bucht schauen und hier in diese. Und es schaut wirklich toll aus. Zumindest gestern, wo es windig war. Und heute ist nicht ganz so windig. Und das Blau kommt stärker zum Vorschein wie gestern. Sarah geht unten irgendwo hin. Bin mal gespannt, was sie da sieht. Hier zwischen den Felsen habe ich gerade noch ein paar Überbleibsel von einem Krebs gefunden. Und Rio und ich gehen in der Zeit hoch. Rio. Das heißt nur Kappe festhalten bzw. umdrehen, sonst fliegt sie weg. Boah, krass.
es windet hier. Für uns geht es jetzt weiter nach Los Frailes und je nachdem wie das Wetter da ist, beziehungsweise es ist schön, aber je nachdem wie der Winter ist, schnorcheln wir und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Auch wenn es in Los Frailes super windig war, haben wir uns das Schnorcheln nicht nehmen lassen. Bereits in den ersten Metern vorm Ufer konnten wir unglaublich viele unterschiedliche Fischarten beobachten und so sind wir in die zauberhafte Unterwasserwelt der Baja California eingetaucht. Das hier ist die Bucht, wo wir jetzt gestern hier schon waren zum Schnorcheln. Und hier, also es ist heute sehr, sehr windig, aber zwischen den Felsen hier sind wir windgeschützt. Das ist ein super Spot, um den Tag hier zu verbringen. Und nachher geht es dann noch hier ins Wasser, weil direkt hier kann man... Wir sind doch nicht so windgeschützt. Okay, ja. Wir sind doch nicht so windgeschützt, aber direkt da, wo ich gezeigt habe, geht man dann relativ schnell rein. Also da ist wirklich eine Kante und dann wird es schnell tief. Und direkt davor sind schon die ganzen Fische. Und ja, ich bin ja eigentlich nicht so schnorchelbegeistert, aber das hat mich gestern schon echt fasziniert und heute werde ich wieder schnorcheln. Tobi hat gerade Rio freigeworfen und er ging zu weit ins Meer, jetzt musste er sofort ins Wasser springen. Er hat ihn! Ich hab ihn! Diesmal hat es die Sarah reingeschmissen und nicht ich. Sarah? Aber es ist echt süß, weil Rio sich langsam überwindet, in die kleinen Wellen zumindest reinzugehen. Und ja, deshalb schmeißen wir halt einen Ball in die Wellen, weil er da echt Spaß hat und den auch selber am Strand fallen lässt, dass er wieder ins Wasser rollt. Das ist super süß. Und naja, es passiert. Wird heute nicht das letzte Mal sein, dass man einen Ball rettet. Heute war die Sicht leider nicht so gut wie gestern und auch von Fischen nicht so viele Schwärme. Aber ich muss mich noch korrigieren. Ich habe gerade erfahren, nicht die Sarah hat den Ball reingeschmissen, sondern Rio hat Gefallen dran gefunden, den Ball von den Steinen aus ins Wasser fallen zu lassen. Und dann war der Ball weg. Ja. Er kann sich auch selber beschäftigen. Und jetzt hält er gerade Ausschau nach was auch immer. Denn es sind Menschen. Mittlerweile sind wir gegenüber von La Ventana beim Leuchtturm angekommen und wir haben hier den fast perfekten Spot gefunden. Ich zeige ihn euch. Hier ist unser Ausblick.
da drüben ist eben La Ventana an der anderen Küste. Und fast perfekt eben nur, weil da hinten in der Richtung ist ein kleiner Parkplatz, wo wahrscheinlich so, keine Ahnung, wie viele Autos passen hin, 10. Und wir stehen an der Durchfahrtsstraße. Aber sonst ist es wirklich ideal. Die Gegend hier, wo wir stehen, ist für den starken Wind und die Kitesurfer bekannt. Und nachdem es heute relativ windstill ist, nutzen wir die Chance. Und wie man bei der Sarah schon erkennen kann, gehen wir ins Wasser. Genau, weil es einfach karibisch blau ist. Das ist wirklich traumhaft schön. Gerade eben, wo wir mit Rios hier spazieren waren, war noch alles windstill und schön warm. Und jetzt zieht der Wind auf. Jetzt wird es eine Überwindung reinzugehen. Aber bei der Wasserfarbe müssen wir rein. Vor allem, wenn es morgen viel windiger werden soll, dann müssen wir heute rein. Wir haben jetzt die Nacht hier relativ gut verbracht. Es hat abends richtig stark angefangen zu winden. Und ja, Grund, warum es nur recht gut war, war zum einen der Wind. Und gestern Abend ist hier ein Mexikaner mit einem weißen Van gekommen, der Videos von uns Campern gemacht hat, also von den Autos. Der ist erst bei dem anderen stehen geblieben, ist mit der Kamera rum, also mit dem Handy und hat gefilmt. Dann ist er bei uns rum und ist einmal ums Auto rum mit einem Meter Abstand oder so und hat gefilmt. Und dann bin ich mit dem anderen, mit dem Amerikaner zu ihm hin und habe gefragt, was das soll und so weiter. Ja, er hat keine Videos gemacht. Und er hat ja keine Kamera. Dann hat der Amerikaner gemeint, ja, er hat ihn ja gesehen und dass er es mit dem Handy gemacht hat. Ja, dann kannst du gerne das Handy anschauen, da ist nichts drauf. Dann hat er erst irgendwelche anderen Sachen gezeigt, dann ist der Amerikaner einen Schritt zurück und dann war ein Video von unserem Auto drauf. Naja, das hat der Amerikaner dann gelöscht. Wobei, ganz weg ist es ja nicht, aber es waren 4 oder 5 Mexikaner. Deshalb war das Gefühl einfach nicht so gut. Und der Amerikaner meinte aber, dass sie auch heute Nacht hier stehen bleiben und dann waren wir zu zweit. Damit sind wir jetzt auch stehen geblieben. Wenn wir heute alleine bleiben, dann werden wir auf jeden Fall weiterfahren, weil, keine Ahnung, das Gefühl ist einfach nicht gut bei sowas. Und wir müssen echt sagen, es war gut, dass wir gestern schwimmen gegangen sind, weil heute sind die Wellen recht ordentlich im Verhältnis. Und von der schönen Färbung sieht man so gut wie gar nichts. Oder man sieht gar nichts von der Färbung. Genau, da vorne standen die Amerikaner. Und es windet dezent und es ist echt frisch hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwie schaut es da hinten so aus, als ob es regnet, aber ich glaube es fast nicht. Nach La Ventana ging es für uns an einen Strand nördlich von La Paz. Doch vorher haben wir uns in der Stadt noch vegane Tacos gegönnt. Ich glaube, ich nehme auch Tacos. Weil das Quesadilla ist ja eigentlich nur mit Käse gebacken, glaube ich. Das machen wir ja selber schon in der Pfanne. Und das Tlacoyo, das macht mich irgendwie nicht ganz so arg. Also ich glaube, ich bleibe bei den veganen Tacos. Und übrigens auch. Und jetzt geht man zu der Bar und kann sich noch Zwiebeln und so weiter drauflegen. Das ist meins.
Wir sind hier am Playa Tecolote. Wir waren hier schon mal vor 3 Wochen oder 4 Wochen und hier findet ein riesiges Van-Treffen statt, was wir eigentlich meiden wollten, weil wir dachten, das wird uns zu viel und auch mit Rio wird es anstrengend. Und jetzt stehen wir hier einfach schon fast eine Woche und finden es super toll, die ganzen Veranstaltungen hier und auch sich auszutauschen mit so vielen anderen Reisenden und das Programm zu nutzen. Es gefällt uns sehr gut. Ich laufe gerade hier den Hügel ein bisschen hoch, damit ich euch den Ausblick zeigen kann, wie viele Vans hier eigentlich sich eingefunden haben. Damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ich nehme euch mal mit hoch. Genau, da geht es jetzt hoch und dann hat man einen guten Blick auf die Strandkulisse. Ja, und was hier so geboten wird, also es werden Crepes serviert, es gibt Kaffee, es gibt Bier zu kaufen und dann auch abends ab und zu ein bisschen Disco, also ein bisschen Musik und es wird getanzt und das alles in einer Traumkulisse hier. Und das ist diese traumhafte Umgebung hier. Und was natürlich auch toll ist, dadurch, dass hier auch viele Camper ohne WC an Bord da sind, sind wirklich Dixie-Toiletten hergeliefert worden. Der Müll wird hier täglich geleert. Also es ist nicht so, dass hier irgendwie der Müll sich staut, sondern es fährt täglich ein Müllauto vorbei. Und das macht die Sache doch ziemlich einfach. Von den Nationen, die wir hier treffen, sind es vor allem Amerikaner, also viele aus Nordamerika, also Kanada, USA, Mexiko eigentlich weniger, aber auch viele Europäer, also zum Beispiel Franzosen, Deutsche, Schweizer auch und einen Holländer haben wir auch bisher entdeckt. Also hier ist richtig was los. Da hinten kann man auch Sven schon sehen, ganz leicht. Wir sind noch immer am Playa Tecolote und sind jetzt gerade spazieren und haben im Camp noch jemanden hier dazu getroffen. Hallo! Nachbarcamp. Im Nachbarcamp. Und zwar hatten wir mit beiden schon Kontakt auf Instagram und haben nicht gewusst, dass wir uns hier zufällig begegnen. Vielleicht wollt ihr euch mal kurz vorstellen. Volle Frauenpower, hä? Yeah! Wer macht zuerst? Du. Ich, okay. Also, ich bin Svenja. Die zweite Hälfte fehlt, Basti. Und wir sind unterwegs als Neuland Stories, auch bei YouTube. Und wir sind mit unserer kleinen Hündin Pepper unterwegs. Da, die dunkle im Bunde. Okay, dann bin ich an der Reihe. Ich bin Jessie, zusammen mit Roberto unterwegs von den Chirpy Travelers, auch auf YouTube. Peinlich. Werbung. Ja, Eigenwerbung. Und aktuell mit der, was ist das für eine Farbe? Mit dem Wüstenhund da. Karamell. Karamell trifft's gut. Ja, sehr gut. Ja. Ja, und schön, dass wir uns hier getroffen haben. Genau, Toll. So unerwartet. Und schön, Also- dass es mit den Hunden funktioniert. Ja. genau. Das ist echt super, wie die drei miteinander klarkommen und ja, zusammen spielen und jeder den Ball fangen möchte. Genau, und ja, hier lassen wir jetzt den Abend ausklingen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss. Bis dann. Oh. Wow, wow, wow. Ja, ciao. Ja, Baby, du kriegst auch. Soll ich zurückgehen? Ach so, der läuft noch. Ihr habt also genügend Strom. Ja, ja.
Wir laufen heute zur Playa Balandra. Das haben wir jetzt schon so oft gehört, dass es so schön ist. Und heute haben wir optimales Wetter. Die Farben kommen zur Geltung. Es schaut aus wie in der Karibik. Und jetzt geht's los. Wo man hier Acht geben muss, hier gibt es wilde Straßenhunde, die anscheinend auch sehr aggressiv ihr Revier verteidigen. Und viele Hunde sind hier schon angefallen worden. Deswegen am Strand, meinte gerade Matze, mit dem wir hingehen, sind sie meistens nicht. Aber hier im Hinterland muss man echt aufpassen. Angeblich haben sie aber auch Angst vor Menschen. Kann man da sogar mit dem Auto hin? Das ist wie so eine Autospur da unten, ja? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das Gefühl, du kannst es gar nicht schätzen. Heute Morgen befinden wir uns jetzt auf dem Weg zu dem kleinen Hügel hier, da das Festival heute geendet hat, oder gestern Abend besser gesagt. Und wir möchten uns einfach nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen, wer ist jetzt noch da, wer ist schon gefahren, wie groß ist noch die Gruppe, die da ist, und möchten einfach einen Blick von oben nochmal haben. Gestern Abend war der letzte Tag von dem Vanlife-Treffen hier und das Ganze wurde mit einem Kinoabend beendet. Heute sind dann ungefähr noch, keine Ahnung, 300 Vans da. Insgesamt waren es bestimmt mehr als 350 zur Hochzeit.
Aber es sind gestern schon ein paar gefahren und ja, wir sind mal gespannt, wie viele heute fahren. Für uns geht es morgen erst weiter, weil gestern Public Holiday hier in Mexiko war und wenn es auf den Sonntag fällt, wird es am Montag nachgeholt. Was wir übrigens eine geniale Lösung finden. Und ja, wir fahren morgen dann erstmal zur Fähre und schauen, dass wir unsere Fährüberfahrt zum Festland organisieren. Im Anschluss geht es dann für uns nach La Paz, weil wir einkaufen müssen, Wäsche waschen und so weiter. Alles vorbereiten für die Überfahrt, je nachdem wann die ist. Und außerdem stehen wir heute den 8. Tag hier und ja, wir müssen definitiv Wasser auffüllen und einkaufen. Genau. Aber damit beschließen wir auch hier Tecolote. Wir gehen jetzt runter zur heißen Quelle am Strand und werden heute Nacht hier schlafen, nachdem es beim anderen Strand so stark windet, dass man eigentlich kaum rausgehen kann. Und hier hauen mir auch schon dauernd die Haare ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie das Frauen aushalten. Warm. So, ihr könnt schon mal drin liegen, aber es ist noch nicht tief genug, weil der ganze Oberkörper, die obere Hälfte rausschaut. Und ja, es ist nicht kalt, aber es ist frisch mit dem Wind. Deshalb buddeln wir jetzt noch ein bisschen weiter. Aber der Ausblick kann sich schon mal sehen lassen. Sie hat eine Mission. Oh mein Gott, der Wind ist frisch. Ich würde mal sagen, ihr Loch ist deutlich besser wie meins. Das habe ich wohl fleißiger rausgeschüttet. Ja, ich probiere es jetzt mal auf der anderen Seite, dann schaue ich zwar in den Hang rein, aber vielleicht geht es da besser und da sind weniger Steine. Und damit verabschieden wir uns von der Baja und für uns geht es jetzt dann auf die Fähre und aufs Festland. Das war es jetzt auch schon mit dem Video und auch gleichzeitig mit der Baja California. Das nächste Mal geht es für uns zum Festland von Mexiko und wir erkunden den Bundesstaat Nayarit. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, lasst gern ein Abo da und über ein Like oder Kommentar freuen wir uns auch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.